Ab ins Loch. Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least you have no more cares. Need someone to talk to. Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone, I swear. I've no one to tell anyway, just please, don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Then who are you? So. Wir haben einen Stinker gefunden und er dachte, wir wären jemand von Runtsman. Ich nehme mal an, dass quasi er noch von jemand anderen verfolgt wird und der irgendwas weiß, das er jetzt verraten könnte. Deswegen sage ich mal, wir haben einen gemeinsamen Fall. The important thing is that we have a common foe. Considering all the enemies I have, the odds of that are pretty high. I'm talking about the gang that raided the Neuhof Stadtfarm. I know you were there. I was, but I've got nothing in common with those people. I'll take your word for it, providing you tell me what you know. I don't know why you should care, but if it keeps my neck out of a noose, I'll spill the beans. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We was in it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There was two gangs there, mine and Runt's. We was only there to steal. They wanted to slaughter everyone. But when you knew what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing. Even that we was going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they was cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Them horses was the most valuable thing there. When I spoke up though, Runt gave me such a bollocking I thought it was best to keep my mouth shut. And when they said we was gonna kill anything what moved, then we knew there was no going back. Also gut. Also es waren zwei Banden beteiligt an diesem Überfall auf Neuhof. Und die Bande von Stinker war eigentlich gar nicht die schlimme, sondern die von Runt. Also ich würde jetzt erstmal ihn gerne nach seiner Bande fragen. Okay, wer so alles dabei war. There was 4 of us, me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pavel. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims, never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest and he'd mostly find the jobs for us, plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof too. What about the others? Timmy's thick as a fence post. Strong as an ox, but not a brain in his head. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Okay. Also sie waren zu viert. Jetzt wollen wir wissen, wie sind sie denn an Runt gekommen? Wer hat wem wie wer vorgestellt? Weil vielleicht können wir dann über den mehr über Runt erfahren, den wir dann schlussendlich ja eigentlich als Missetäter identifiziert haben jetzt und natürlich gefangen nehmen wollen oder abstechen. Also ich würde lieber zu abstechen tendieren, aber schauen wir mal weiter. You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. A hold up on the road now and then. Nothing bigger. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was a bit fishy. Okay. Pius ist quasi also der Älteste der Gruppe gewesen, der dann auch das Ganze klar gemacht hat. Und wir fragen jetzt mal, wo Timmy und Pius Where did sind. the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Aye, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill, a bit north of Neuhof. Windmill. Okay. Timmy ist an der Windmühle.
Das ist unser erster Anlaufpunkt jetzt. Wir müssen zur Windmühle, nehme ich mal an. Weil Pius, darüber hat er keine Ahnung. Jetzt fragen wir ihn noch zu Runs Bande aus, was er darüber weiß. Weil man kann ja nicht genug wissen. Und zuallererst fragen wir natürlich, ob er irgendeinen von Runs Leuten schon kannte, also irgendwo schon mal hergesehen hat. Und vielleicht können wir uns darüber durchhangeln und natürlich Rund und dann den Rest der Bande identifizieren und gefangen nehmen. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. Ja, das None bringt of uns their faces look nichts. familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt. And Pius warned us to watch out for him. Okay, Rund ist wohl ein ziemlich großer Typ, aber sie verbergen ihre Gesichter vom Rest der Bande, also oder sehen nicht bekannt aus, also würde ich mal sagen, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Jetzt fragen wir ihn, vielleicht weiß er ja, wo Rund und der Rest der Bande steckt. I don't suppose you know where they got to after the raid, do you? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they're at. Okay, Timmy war mit Pius in deren Lager. Jetzt fragen wir Did mal Timmy nach. tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Okay, also es ist auch irgendwo das Lager im Wald. Aber der Wald ist natürlich groß. Jetzt überfragen wir ihn noch zu genauen Details zum Überfall auf Neuhof. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht hat er irgendwas, was uns jetzt nützen könnte, entdeckt beim Überfall und kann uns ein bisschen die Einzelheiten schildern. Tell me Aber exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. And Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had to sniff around the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Hanusha's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to tell us where the money was. Then it all fell apart at the seams rapid-like. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. What happened then? Well, I'm gaping at Smill, stuck through and through, and then I noticed this boy standing at the other end of the stables, pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "Lubosh?" Runt turns to us and hisses, "Take him down!" So me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knocks him on the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard, my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off of him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, he just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go. So we scarpered. so, also er hat keinen getötet, er hat niemanden umgebracht. What happened after the raid? We was waiting for that fool Timmy. Same place as we'd met him before, so he'd know where we was, right? Fucking bad idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy turned up after a while, two of Runt's men was dragging him. There was some, difference of opinion. Huh. They started on us right away that we was traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we was gonna pay for it. They started surrounding us, and we knew it was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? No, one of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they was so buggered from the raid they didn't follow us for long. They just shouted after us that they'd find us. Okay. Also sie sind knapp nur mit dem Leben davon gekommen. Und jetzt fragen wir nach, was er jetzt vorhat. That's all I need to know. So now, what do I do with you? Well, Schau mal. Was passiert?
sense, people. We gotta get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Oh, fuck. At least they don't know there are two of us. We can take them by surprise. In a pig's eye. I'm out of here. Look here. If you run, they'll kill you. And me too. Together we stand a better chance. So. Christ. Jetzt müssen wir uns mit Stinker also anfreunden, dass er uns hilft. I suppose you're right. Zu dritt, aber. Mhm. Damn! Oh, Mann, hä? Damn! Alter, warum? Damn! Okay. Wir helfen erstmal hier. Bastard! Ja. Slay you, you scum! Ja. Alter, ich krieg es nicht auf die Reihe, die zu schlagen, oder was? Komm. I'll slay you, you scum! Alter. Didn't expect that, eh? Alter, ich krieg nur aufs Maul. Ja, jetzt kommt langsam wieder die Ansicht, oder was? Out of breath? Ah! Fucking dog! Aha. How do you Alter. know send you straight to hell? Also cool, wir haben ja das Spiel gespeichert vorher, gell? Alter, ich hab doch verteidigt. Oh ja, cool. Ich weiß, ich kapiere das nicht. Vielleicht sollte ich doch mal noch trainieren gehen. Fuck. Okay, fortfahren. Also Runsman kommen. Die sehen mir jetzt nicht krass wie die überkrassen Kämpfer aus. Deswegen shame on me. Ich hab verkackt. Aber ich wollte auch hier Stinker helfen. Die ein bisschen von hinten angreifen. Aber irgendwie wollte das Ziel nicht auf ihn. Und irgendwie trifft man dann auch nicht. Also ich finde es ein bisschen komisch. Also entweder man macht irgendwie Tab oder so, dass man gleich zielen kann. Oder irgendwie Shift oder was weiß ich. Damit man das Ziel anvisieren kann. Und wenn man Shift loslässt, dann hört er auf, das Ziel anzuvisieren und man hat die freie Ansicht. Außerdem sollte man trotzdem treffen, wenn man die freie Ansicht hat. Und nicht irgendwie auf den Gegner zielen müssen, um ihn in irgendeinem speziellen Angriffsmuster angreifen zu können. Ich habe jetzt gemerkt, man kann so mit der Maus links, rechts und so abwechseln. Um dann hier natürlich, ich muss noch eine Salami essen. Hier bessere Angriffe zu machen. Also man kann dann von links unten angreifen oder wenn man mittig angreift, sticht man zu. Ist ja alles schön und gut. Ah, fuck. Okay, das habe ich ja alles schon durchgespielt. Ja, brauchst du nicht machen. Okay. Wir skippen das jetzt alles mal. Okay. With the windmill. Wir reden jetzt Too Fast, Too Furious, okay? Not a one. Did you know any of... Not a one. Okay, wo befindet sich das Lager? Wissen wir jetzt auch schon. Okay. Okay, Glück gehabt. Was jetzt? Okay. Und damit sind wir dann. Okay. So, zieh dein Schwert. Is that the best you can do? I'll send you straight to hell. So, ha? Bitch.
So, hä? Der ist wahrscheinlich der Gute von den beiden. Also irgendwie, wenn man gegen zwei kämpft, das ist krass. Ja, ich krieg noch von dem einen aufs Maul. Ich blute, scheiße, ich blute. Moment. Dann kriegt ja keiner aufs Maul, das ist ja wie Pause hier. Deswegen Verband. Rechter Arm annehmen. I'll send you straight to hell. Oh. Give up. What the fuck? Ich verstehe das nicht, wenn man... Ah, ja, komm, jetzt muss ich das wieder überspringen. Can't you do any better than that? Kann ich nicht? Ja, komm, Alter. Okay, ich gehe aber auch zu heftig in den Kampf rein. Ich muss mir da wieder mehr Zeit lassen. Aber der eine scheint auch irgendwie voll krass zu sein. Der ist auch viel besser als die bisherigen Gegner, die ich so hatte. Deswegen, ja, man kann aber auch nicht sofort einen abstechen. Ich weiß nicht, irgendwie... Ja... Wäre viel besser, wenn ich irgendwie gleich sofort irgendwie einen kratz so von hinten oder so, dann könnte ich mich außen rumschleichen und dem kurzen Messer in den Hals reintreiben und dann mich um die anderen beiden kümmern irgendwie und Stinke einem überlassen und mir dann einen und dann ist es wenigstens fair. 3 vs 2 ist echt heftig, ist krass. Auf jeden Fall muss ich ein bisschen auf Abstand bleiben. So. Wir speichern das Spiel jetzt nachher, nachdem wir hier jetzt die Höhle betreten haben. Ich muss natürlich wieder mit ihm reden. I come in the name of Savior. Okay. Wieder durch. Ah. What about the others? Timmy's Okay. With the Okay, wir wissen, dass Timmy bei der Mühle ist. not a one. I did Not a one. Ah. Not a one. Did you know any of Ah. Okay, zurück. Spam. Spam, das haben wir ja alles schon. Komm. What happened then? Was geschah dann? Okay, ja, bla 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 bla. Okay, was jetzt? So. Und jetzt, meine Freunde. Spiel speichern. Spiel gespeichert, okay. So. Zieh dein Schwert, Motherfucker. Aha. Alter, warum? This won't take long. Keine Energie, um ihn anzugreifen. I'll send you straight to hell. Ja, genau. Ich habe keine Energie. Ist ja krass. Bam. Ja. Ist gut. Yo! I'll wring your neck, you cur. Ja, ha? Alter, warum? Alter, was geht ab? Warum können die immer verteidigen und ich? Ja, genau. Ich verstehe das nicht. Okay. Moment. Ich muss wieder einen kleinen Verband nehmen. Ah, ich wurde besiegt. Ach, ich kann nicht einfach ins Inventar gehen? Ach was, vorfahren. Okay. Wir haben es ja schön gemacht. Wir können gleich hier fortfahren. Aber trotzdem. Also gut, das haben wir gelernt jetzt auch. Das Spiel läuft weiter, wenn wir im Inventar sind. Das heißt, ich kann nicht kurz ins Inventar gehen, meine Heilbandagen nehmen
oder meinen Verband kurz anlegen und dann weiterkämpfen. Das heißt im Endeffekt für mich, ich muss im kompletten Kampf mit meinem kompletten Leben klarkommen. Okay, schwierig. Kann man machen? Es wird jetzt natürlich ein harter Kampf werden, weil ich jetzt nicht so gut im Schwertkampf bin. Ich habe mich gerade so gegen 2 Gegner behaupten können. Jetzt dieser Gegner ist viel stärker. Er kann irgendwie, ich weiß nicht wie er es macht, irgendwie immer blocken und mich dann kontern. Ich kann dagegen aber auch irgendwie nichts machen, scheint's mir. Also ich habe das noch nicht raus. Warum? So, deswegen nehmen wir jetzt mal den hier mit dem Schild. Komm. You're dead. I'll send you straight to hell. Alter, die können mich beide zu zweit angreifen, wisst ihr? Oh ja, genau. I'll send you straight to hell. What the fuck, warum hängt's jetzt? Nein! Ach nee, komm schon, nein, bitte nicht. Oh Mann. Ist dein Ernst? Ja, aufgehangen. Damit, Leute, würde ich sagen, danke fürs Einschalten und das nächste Mal werden wir es dann hoffentlich mal packen, diese Männer hier von Run zu besiegen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Video, einen Kommentar da lässt oder liked oder meinen Kanal abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal, euer G.